Einen wunderschönen guten Abend an alle. So, da bin ich wieder. Nach der Crew 2 Summit heute Vormittag schauen wir uns jetzt den Summit Contest in Motorfest an. Und ja, Custom Show, auch wenn es der erste war, Mittwoch früh läuft nichts. Wird wieder kein Platin werden. Ich verstehe das neue System nicht. Keine Ahnung, was sie da besser gemacht haben sollen oder so. Auf jeden Fall war es vorher besser, weil da hatte ich immer einige Likes noch abgegriffen. Aber dem ist jetzt nicht mehr so. Aber egal. Wir schauen mal. Barclay ist schon gefahren am Mittwoch. Auch gerne unten in der Videobeschreibung beim Barclay sein Summit vorbeischauen. Und wir gucken hier mal rein. Glückwunsch zu Platin 4850. Perfekt. Den Ferrari müsste ich eigentlich haben. So glaube ich zumindest. Ja, 350.000 gab es wieder. Und was haben sie alles so vorgelegt? Ich bin, glaube ich, so mit der Letzte jetzt aus meiner Gruppe. Adrian. Adrian mal ganz vorne wieder dabei. Okay. Don, Kaiser. Barclay und Kaiser ganz nah aneinander. Achso, ja. Grüß dich, Barclay. Guten Abend. Du hast ja schon zeitig reingeschrieben gehabt. Und ja. Zwischen 1 Minute 50 und 2 Minuten. Schauen wir mal. Achso, ist ja vorgeschriebenes Fahrzeug. Das wird, denke ich mal, ein Krampf. Weil ich bin den jetzt schon für ein paar Wochenaufgaben gefahren. Ohne Settings. Und ich weiß nicht, warum der so meta-tauglich sein soll. Bei mir rutscht der immer wie Sau. Ich weiß gar nicht, Barclay, hast du jetzt noch mal gefahren oder ist das der Stand vom Mittwoch? Weil ich habe da ja so nur ein bisschen mit einem halben Ohr zugehört. Im Stream. Durchs Krankenhaus. Deswegen weiß ich gar nicht, ob du... klar, wenn du so mit Punkten fast bei Kaiser bist, ist das, denke ich mal, schon äußerst stark. Mit wilden Drücken wird die Hupe betätigt. Das weiß ich noch, die Kurve hat Barclay auch immer. Ein paar Mal verhauen. Okay, bis nichts weitergefahren.
Okay. Ja, du bist 3-4 Mal gefahren. Du hast ja auch einige Schnitzer hier und da gehabt. Ich glaube, diese Steinmauer hinten raus hast du auch ein paar Mal mitgenommen, ne? So. Zwischen 1,36 und 1,50. Aber 1,50 ist auch schon stark mit Punkten. Da hast du, denke ich mal, schon stark vorgelegt. Und guten Abend natürlich an alle anderen, die reinschauen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Und wünsche euch einen angenehmen Wochenstart morgen. Fast falsch gefahren. Der ist ja tatsächlich einfach zu unruhig, ne? Der weiß ich nicht. Gefällt mir gar nicht. Der Ferrari. Ja, schön sieht er aus, aber fahrerisch weiß ich nicht, warum der Meta werden soll. Ich glaube, da gibt es stabilere Fahrzeuge. Wieder langsamer, ne? Ja. Ist nicht mein Fahrzeug. Tatsächlich. Gefällt mir nicht. Das wird wieder ein Summit, wo du vor mir bist, denke ich mal, Barclay. Weil wenn ich auf Anhieb nicht schneller bin, dann wird's kacke. Ja, du bist ja auch alleine gefahren, ne? Da haben wir ja schon ein paar Mal gemerkt, wenn du alleine fährst, bist du immer besser dran, wie mit mir Laberbacke. Der bremst halt nicht. Überhaupt nicht. Gar nichts. Man möge ihn um die Kurve tragen. Ja, jetzt kommt das wilde Lenken bei mir durch. Wo ich automatisch hupen muss.
Bin ich ja mal gespannt, was daraus wird, ob das Meta ist oder doch nicht. Gut, Vergleich war der Agera oder Regera, glaube ich, als Alternativ Meta, aber der fährt ja auch so kurze. Wie gesagt, ich bin ja immer noch mit dem Sentodici immer noch am besten, finde ich. Don, guten Abend. Schön, dass du auch mit reingeschaltet hast. Komm doch mal um die Kurve. Meine Güte. Ja, wie einschlagen kann ich nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob Barclay auch wieder schneller ist. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich komme mit denen überhaupt nicht zurecht. Ist nicht mein Fahrzeug. So, was hatte ich jetzt drauf? Das hatte ich drauf. Nein, 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 nein. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Hattest du am Mittwoch immer noch solche Probleme, Barclay? Oder eher nicht so? Ich glaube, du hattest alles schon vorbereitet. Du musstest keine Teile wechseln. So, das Fahrzeug habe ich freigeschalten. Habe ich aber schon 350.000. So. Was wurde gefahren? Knappe 2 Minuten oder 2,15. Das ist auch wieder saustark. 137.000 Punkte. Nicht schlecht. Ja, ich habe so das starke Gefühl, Barclay, dass damit geht an dich. Nuke, guten Abend. Danke dir fürs Reinschauen.
nicht zum Stehen, ne? Bremse überhaupt nicht vorhanden. Ja, das ist glaube ich identisch mit Barclay seiner Zeit. Genau, das kommt dann am Ende. Na, minimal langsamer. Aber ich kann dir mal die von meinen in der Liste... Ne, Quatsch. Was? Bei der Radarfalle? Radarfalle. Also meine Top-Leute in der Liste haben 553 oder 535. Und ja, die sich Mühe geben, 480. Genau, und so in der Dreh werde ich höchstwahrscheinlich auch, naja, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich glaube hier Barclay und Kaiser, die hatten Wind, nee, nicht, Don ist reingekommen, glaube ich, für Windschatten. Ja, also die 487, die sind mit Windschatten gemacht worden. Und die haben den kleinen Hügel da genommen als Sprungschatten, so um dann ist das der beste? Jo, sehe ich gerade. Hoch. Ja, Adrian ist jemand, der sich reinhängt, aber tatsächlich Weltranglisten eher Plattform. Aber auch Weltrang. Ja. Ja, ich habe mich vorhin auch schon gewusst, dass entweder hat er jetzt einfach mal eine Auszeit gebraucht und hat jetzt wieder richtig Bock, weil eigentlich war doch immer Don jetzt vorne. Aber Adrian, und danke Nuke für den Hinweis, Adrian ist echt auch äußerst stark. So. Freunde, eine 308 oder eine 328. Auch wieder stark, Barclay, über 130.000 Punkte. Ja, ja, also doch, man hat so durch die Streams jetzt, wenn ich streame, halt so ein paar Leute gefunden, Adrian und Don. Aber das ist einfach nicht meine Messlatte. Also wenn ich jetzt hier ja gut, wahrscheinlich diesmal hinter Barclay, aber grundsätzlich so bei den Werten oder bei den Leuten in der Liste komme ich ungefähr hin. Manchmal einen Ticken besser. Ich glaube jetzt bei den Summit mal ein bisschen dahinter. Aber für Platin reicht das allemal. Wo bist du da unterwegs, Nuke? Weil durch die 15.000 Plätze jetzt für Platin ist es ja recht einfach reinzukommen. Grundsätzlich bin ich auch ein recht guter Fahrer, aber irgendwie liegt mir das Auto nicht so. Aber auf Angesicht, dass es jetzt halt 5.000 Platinplätze mehr gibt,
ist es einfach noch einfacher reinzukommen jetzt. Deswegen mache ich mir diesmal keine Platte, wenn Barclay besser unterwegs war. Das sei ihm mal gegönnt. Nachdem ich ihn gestern bei Mario Party rasiert habe, ne? Grüße gehen raus an Chromi und Barclay. Aber hier im Summit werde ich wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Weil es ja immer so ein kleiner Wettbewerb, sage ich mal immer, hier wenigstens vor den Freunden zu sein, außer vor den Top-Leuten. Aber wenn dann doch jemand besser unterwegs ist, dann ist es ihm wirklich gegönnt. Ja klar, hier und da waren Fehler, aber so große Schnitzer waren nicht dabei. Aber bei Barclay bin ich mir halt eben sicher, dass die ganzen Runden auch nicht fehlerfrei waren. Eigentlich habe ich dann trotzdem auch mal so ein paar Sekunden Puffer. Aber diesmal war echt stark unterwegs. Ich komme bitte nicht rechtzeitig zum Bremsen. Ich krieg die Schüssel nicht rum, ne? Es darf bloß immer nicht zu gut laufen für einen Barclay, wenn der alleine fährt. Weil sonst fährt er irgendwann mal nicht mehr mit mir mit, weil er merkt, er ist ohne mich besser dran. Leute wie Atlantic Beast sind gut, aber Adrian ist das niemals selber gefahren. Ja, aber ich wüsste nicht, dass Adrian irgendwas mit irgendwelchen weltbesten Leuten Kontakt hat, die dann einfach mal über seinen Account sowas rausprügeln. Weißt du? Bestenliste. So. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein paar Punkte gut gemacht. 4000. Aber trotzdem 15 Sekunden langsamer wie Adrian und 11. Wo steht denn eigentlich Adrian? Steht er eigentlich auch hier ganz vorne mit? Bestleistung. Fixie vor auf 8. Müsste ja hier eigentlich irgendwo kommen, ne? Ja, Rang 29. Wie gesagt, ich habe gerade 1,3 Millionen Punkte. 1,31 ist aber auch nicht schlecht. Wie bei Adrian würde ich aber sagen, wenn der Bock hat, kann der auch. Ich weiß, wie gesagt, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt sage, hier, ey Don, mach mir mal jetzt hier Weltrekordpunkte, ich gebe dir meinen Account, er wird so auch sagen, ey Alter, reih dich hinter mir an.
Also ich wüsste, also wäre mir neu, dass Adrian irgendeinen Top-Fahrer kennt, der dir da hier ich sag jetzt mal Top 30 Werte hinknallt. Weiß ich nicht, ob er solche Leute hat. Und wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, auch halt, wie eben schon erklärt, wenn der Bock hat, kann der auch, ne? So. Nuke 1,3, aber ist da auch bestimmt Top 5000 noch? 4000? Ich weiß halt gerade nicht, das muss ich dann sehen, wie viele Punkte ich habe. Ich kann halt leider nicht sagen, was so die Platzierungen sind. So mit 1,33 Millionen. Das müssen wir dann am Ende sehen, wenn ich meine Punktzahl habe. Aber wie gesagt, ich bin da halt ganz entspannt, ne? Dass dadurch, dass du jetzt mehr Platin-Plätze hast, ist es noch ein bisschen entspannter geworden. Ist ja aber immer so dunkel. Was Mist. Ja, natürlich. Fahren wir doch einen Arsch. Fahren uns wie bei Gran Turismo. Ich habe vorhin nämlich mal bei Cisco gestream-sniped auf TikTok und bin mal Gran Turismo gejoint. Und hab mal geguckt, was die so treiben. Und dann natürlich einen ganzen Nordschleifer. Äußerst anstrengend bei Regen. Und voller Lobby. Aber es hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob ich es am Donnerstag hinkriege, dass ich wieder mitfahre mal. Ach scheiße, ich bin falsch abgebogen. 1,31 ist nur Rang 7000? Scheiße. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht auch bloß so knapp an die 1,3 Mille komme. Für einen Sonntagabend ist Rang 7000 schon wieder äußerst, also rein vom Gefühl her, an der 10.000er Marke gemessen halt schon wieder recht schlecht eigentlich. Also für mich, für meine Augen. Ne? Also wenn ich Sonntag bei Rang 7000 war und mich damals noch ins Schwitzen gekommen. Weil da wäre es am Dienstagabend schon wieder richtig knapp geworden. Aber ich glaube, bei 15.000 Platin-Plätzen soll die jetzt, wenn die jetzt Rang 7000 bist, Platin auch drin sein. Da kommst du am Ende vielleicht so bei 10.000, 11.000 raus. Platzierungstechnisch. Tatsächlich muss ich gestehen, mir fehlen hier diese ganzen Streckendinger. Absperrung. Ist ja vorhin schon aufgefallen, dass ich immer hart falsch anziele, weil ich denke, es geht woanders lang. Kommt nicht rum.
ich habe mit Barclay seine dicken Reifen nicht drauf, daran wird's liegen. Und mehr Grip. Deswegen ist er mal ein paar Sekunden schneller. Ja, ja, ja. Ich krieg den nicht um die Kurve geprügelt, ne? Es ist zum Kotzen. Und das kurz vor Schluss wieder. Ah, aber ich schaue auch oft in die besten Liste und ich habe diesen Adrian bis zu diesen. Nee, Top 100, nee, da. Ach du Schreck. Nee, stimmt. Top 100. Da war nicht dabei. Oder eher weniger. Ja, vielleicht kommt er die Tage noch mal rein, da können wir ja mal fragen. Da würde mich halt eben mal interessieren, so wenn sie mal solche Statistiken reinbringen würden, wie oft jemand welches Rennen gefahren ist. Das wäre cool. Wenn du dann so siehst, wie ein Don, wie sehr der reinhasselt. Oder wie viele Versuche Barclay braucht, um echt solche starken Zeiten hinzulegen. Weil wie er ja immer schön sagt, wenn kein Gebabbel ist und er neu starten kann, wann er möchte, läuft es automatisch besser bei ihm. Soll bloß nicht zur Gewohnheit werden, sonst muss ich alleine spielen. Ja, natürlich, jetzt wirklich die Kurve. Einfach nicht zum Stehen, ne? Ja, ist schon ausgeschossen. Ich mag den nicht. Er liegt mir nicht. Dadurch, dass der ganze Summit damit bestückt ist, sind halt eben grundsätzlich alle Rennen so ein bisschen schwierig für mich. Aber das soll es auch geben. Die habe ich noch gut gekriegt vor uns. Entschuldigung.
So, die war jetzt ein bisschen schwierig, weil hier auch der Bremsdinger weggehen einfach beim Bremsen. Ja, ach. Ich mag nicht mehr. Das habe ich an der anderen Ecke verkackt. Nee, Adrian ist kein Cheater. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag, wenn der will, dann kann der auch. So, Radarfalle. Ich könnte mir wieder vorstellen, ich treffe diese Ecke jetzt überhaupt nicht. Weil die Sonne auch schon wieder so beschissen steht. Ich bin halt eben auch kein geduldiger Mensch, wenn das jetzt bei 2, 3, 4 Mal nicht klappt. Fahre ich da normal durch. Ich verstehe, ich werde zum Beispiel nicht, ich werde nicht so abgehoben wie die ganzen im Stream, ne? Oh. Ich war aber wieder zu hoch. Das ist zu flach. Zu flach. Müsste jetzt ungefähr Kaiser und Barclay sein, genau. Da kriege ich auch mal diesen einen Sprung hin, ne? Ich werde nicht so stark ausgehebelt. Nein, hat nicht gezählt. Schade. Sah gut aus. Das war nix. Sobald du landest, ist das schon wieder mit
Jet fliegen und Auto abschmeißen könnte gehen. Du kannst doch... Ach, der kommt angeflogen, ne? Nö, nee. Du kannst ja gar keinen Schnellwechsel machen. Der, wie du siehst, der springt hier auch die Rampe hoch. Jetzt nicht mehr, aber... Hier kannst du ja keinen Schnellwechsel mehr machen, Barclay. Zumindest geht es jetzt bei mir nicht. Nee. Du musst halt wieder komplett durchfliegen, ne? Um auf Topspeed zu sein. Aber es wären halt die Punkte, die ich auf Barclay bräuchte, ne? So noch über 500. Wie gesagt, ich verstehe manchmal nicht, wie die Leute immer so weit fliegen können. Nee. Ah! Wenn ich da mal fliege, dann überschlage ich mich. Nein. Ah, sah gut aus. Also flach. Und Stick nach hinten rechts. Nach hinten rechts. Und Stick nach hinten. Rechts. Nach hinten gucken. Nee, hä? Nach hinten rechts. Okay. Ach, scheiße. Chat geguckt. Nee. Oh. Nope. Nope. Let's call this a do-over. Ich beim Sprung, linker Stick beim Sprung nach hinten. Nach hinten rechts. Ich versuch's nochmal, aber es ist schon wieder nervig. Aber gut. Wir versuchen es noch einmal, dann versuche ich nochmal Vollspeed mit Nitro einfach so durch. Für Platin soll es halt eben so oder so reichen. Ich werde gar nicht so ausgehebelt. Und wenn, dann fliege ich vorbei oder rutsche ich vorbei.
versuche jetzt nochmal mit Vollspeed durchzufahren. Du hast wohl sehr stark. Sehr stark. Aber ich muss ja halt auf Geschwindigkeit kommen, dass ich überhaupt so hoch komme. Mulligan. 510 ist stark. Wenn ich weit fliege, dann immer bloß Kopf über. We'll get it this time. Let's try that again. Wild. Hätten die den Checkpoint nicht weiter vorne oben machen können? Let's call this a do-over. Barclay wird er jetzt wieder sagen, wenn man zu viel will. Ah, ich glaube, ich habe das bisher auch noch nie geschafft. Ich habe es immer mal versucht. Aber ich lande immer viel zu früh. So, aber jetzt wirklich wurscht. Ich hole jetzt nochmal einen normalen Anlauf und versuche durchzufahren. Und dann soll es das für die Radarfalle gewesen sein. Ja, 482 ist Max, ne? Deswegen hat Barclay 487, weil er ein bisschen Windschatten gekriegt hat. Okay. Das soll aber erstmal so passen, würde ich sagen. Trotzdem danke, Nuke, für die Hinweise. Aber ich bin bei sowas nicht der geduldigste. Und auch nicht jemand, der das unbedingt benötigt, sage ich mal so. Minimaler Aufwand, maximaler Erfolg und das reicht mir schon. Und dadurch, dass die Plätze jetzt halt eben erhöht worden sind für Platin, sollte es am Ende trotzdem dicke reichen. Und genau, aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine Ratschläge und Hinweise. Und freut mich, dass du dich verbessern konntest. So, hier war es Anlauf holen. Komm schon eher vorbeigeflogen. Ah, shit. One more time. Geht schon wieder los. Freut man sich, dass man auf Höhe Adrian ist. Also 10.000 ist das auch schon wieder Topwert dann eigentlich? 10.000 Meter? Also mal gucken. Ja, natürlich. Ich treffe den einzigsten Baum dort. Ich werde wahnsinnig.
Aber trotzdem vielen Dank an alle, die reinschauen und zuschauen. Vielen Dank. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und auch gerne unten beim Barclay Gaming vorbeischauen, der am Mittwoch schon sein Run gefahren ist. Ja. Das ist okay. Das ist so gut wie kurz vor Max. Und jetzt brauchen wir... Tut sich hier mal noch irgendwas? Nee. Absolut gar nichts. Fahrzeug. Punkte. Das könnte sein, dass ich eventuell das letzte Rennen nochmal fahren werde. Weil das war ja so richtig schlecht, so ein bisschen. Und ich glaube, hinten raus fehlen mir die Punkte. Kommt jetzt wieder irgendwo eine böse Ecke? 56,5. Achso, bin noch gar nicht dabei. Huch. Ich wollte gar nicht raus. Wieso bin ich denn 1000 Punkte langsamer wie Barclay? Was hat er denn gemacht, Alena? Sag mal. Sind wir doch fast an Don dran. Wenn es mal aktualisiert. Freunde, immer noch nicht. Zählt nicht. Jetzt. Ach so, gut, ich wollte gerade sagen, habe ich wieder mit weniger Punkten dasselbe erreicht. Aber laut Liste vom Adrian. So,
Wo stehen wir denn? 1,313, 7095, ja. Duke, das ist, Nuke, das ist ungefähr so deine Richtung. Aber hier bin ich noch richtig schlecht. Da sind vielleicht noch 10.000 Punkte drin. Das würde ich gerne noch mal versuchen. Nein. So. Getauscht. Getauscht. Weil auf den Sonntag Rang 7000 fühle ich mich schon wieder richtig schlecht, ne? Also wenn du das an den Dienstagabend hast, ja, auch wenn es jetzt mehr Plätze gibt für Platin, aber für den eigenen Ehrgeiz ist das auf einen Sonntag richtig kacke. Ach Mann, das ist doch Krütze. So. Das war wieder dieses ultra lange Rennen, ne? Einfach mal fehlerfrei durchkommen, das wäre es erstmal. Was heißt fehlerfrei? Große Fehler vermeiden. Wände mitnehmen, hängen bleiben. Ich wollte schon wieder. Scheiße. Mir fehlen die Streckenbegrenzungen. Ich will da jedes Mal rechts abbiegen.
sind meine Pfeile auch wieder kaputt. Mal werden sie angezeigt, mal wieder nicht. Das sah doch gut aus. Ja. Sehr gut. 15.000 Punkte. Wie viel fehlen zu Don? 12 Sekunden. Ah. 5.650. Boah, da müsste ich fast 8 Sekunden schneller sein, um die 130 zu kriegen. Schwierig. 5.000 Punkte fehlen zu Barclay. Immer über 500 kommen, ne? Da ist er ausgeglichen. Nuke, ich danke dir vielmals fürs Reinschauen, für die Hinweise, für Tipps und dir auch einen angenehmen Abend noch und einen angenehmen Wochenstart morgen. Vielen Dank. Einmal einfach so halbwegs den perfekten Winkel treffen. What? Ich bin da durchgeflogen. Scheiße. Oh nein. Oh Mann, das tut weh. Da trifft man einmal, fliegt durch und dann ist es einfach zu langsam. Da bin ich ja schneller gefahren. Fuck. Ich weiß halt eben auch nicht, wo man... Nein! Willst du mich doch verarschen? Einfach drüber gehopst. Das wird nix. Nee. No shame in trying again. Nö. Scheiße.
nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 1 Stunde. Aber hier einfach mal einen richtig starken Run hinlegen, dann bin ich am Barclay vorbei. Das gleicht dann die schlechten Rennen alles wieder aus. Nein! Hör doch auf. Was ist jetzt? Ah, der hat das wieder gewertet. Mann, oh. Barclay, hast du da wieder irgendein extra neues oder gibt es da wieder irgendwas, wo du Special Nitro Set nehmen musst dafür? Weiß man das? Wie bei den Eden, was wir mal gemacht hatten? Ja, stimmt. War das auf Hypercar? Nee, das war was anderes, ne? Hatten wir mal dieses komische Set genommen, wo wir da auch springen mussten über den Tunnel da. Das war scheinbar nicht Hypercar. Was sind wir da gefahren? Racing? Was mussten wir denn da fahren? War das Rallycross? Rally Raid? Nee. Rein zu. Irgendein Dings habe ich doch dann umkalibriert gehabt. Rein frenetisch, ich glaube, der war's, ne? Die Effizienz von Nitro erhöht sich während der Benutzung um 3%. Habe ich hier jetzt eigentlich mal das fehlende Set? Das fehlende... ja. Was braucht man jetzt rein frenetisch, ne? Werden alle Möglichkeiten genutzt. Machen wir erstmal so grob in die Richtung. Hier fehlt rein. Und frenetisch. Aber ich muss mal ganz kurz, wir versuchen es gleich weiter. Ich muss bloß mal eben einen Jungen seine Medizin geben. Bin sofort zurück.
da bin ich wieder. Rein und frenetisch brauchen wir immer noch. Frenetisch. Rein und rein machen wir schon mal auf 5%. Bei frenetisch lassen wir es erstmal so. Frenetisch. Hauen wir mal wieder die ganzen Teile auf den Kopf. So, 5. Haben wir hier noch ein anderes Nitro-Teil? Nö. Nein. Verdammt. Frenetisch. Ich glaube, so ging es dir doch am Mittwoch auch, ne? Mit Kalibrieren. War es am Mittwoch? Ich glaube ja, da hatte ich dich auf dem Ohr laufen gehabt. Mit dem Kopfhörer. Da hast du doch auch irgendwas. Oder das war noch, wo wir zusammen gespielt hatten, wo du kalibriert hattest das letzte Mal. So, rein. Jetzt gib mir doch die 5. Jetzt. So, hier haben wir rein schon drinne. Brauchen wir nochmal frenetisch. So, das letzte. Rein Hammer. Hallo. Kommst du mal? Ach, es kommt kein frenetisch. Jetzt. So. Rein frenetisch. Frenetisch ist jetzt erstmal so. So. Ich glaube, beim letzten Mal hat es ja ganz gut geklappt. Hat sich hier irgendwas getan? Nee. Das letzte Mal hatte das ja mit frenetisch dann auf Anhieb besser geklappt. Ich weiß, Barclay, du würdest das dann nochmal auch machen auf frenetisch.
Das war zu. Mix. Nee, ich bin drüber gesprungen. Du Let's willst just mich doch rewind that one. verarschen. One more time. It's like it never happened. Ja. Und das sind die 5000 Punkte, die mir gefehlt haben. Ja, nur noch 300 Punkte. Ja gut, bei 30 Kilometern mehr gibt es dann bloß noch 7000 Punkte mehr. Wieso ist das so herablassend, Don, mit den okay? Kannst du dich nicht mit mir freuen? Ja, ich muss mit allen Mitteln immer irgendwie versuchen, vor Barclay zu sein. Dass ich wenigstens für heute gut schlafen kann. Wenn jetzt Barclay auch nochmal den Frenetisch-Move macht, dann ist es halt so. Aber ich habe grundsätzlich bei den Rennen halt keine große Lust oder da nochmal irgendwo eine Sekunde oder zwei zu finden. Dann gebe ich lieber hier wieder Kohle und Zeugs aus. Um noch vielleicht ein paar Kilometer zu finden. Für irgendwo wird man das Set ja nochmal brauchen dann. Nitro. Auf rein und frenetisch. Ah, mein Auge tränt. So. Vielleicht noch ein paar Pünktchen finden, um vor Kaiser zu kommen. Dann passt das. Guck mal, das Wetter wird auch immer schöner.
So. Jetzt haben wir aber das Äußerste rausgekitzelt. Ich glaube, ich hätte dann gar nicht mehr so weit vorziehen müssen, die Nase. Aber 141.000 ist absolut in Ordnung. So. Jetzt bin ich wieder vor beiden. Genau das, die goldene Mitte. Sehr schön. Kann ich beruhigt schlafen gehen. Grüße gehen raus. Aber ja, nee, Barclay, man merkt es halt eben echt, wenn er nicht so zugetextet wird von mir immer, kann der echt stark fahren. Ich glaube, ich habe nur ein Rennen gewonnen vor ihm. Das war stark. Und das. 2. Okay. 2. Ah, die restlichen 4 hat er gewonnen. Weil hier bei geliehenen Fahrzeugen kannst du halt nicht groß was machen, ne? Da kommt es wirklich nur aufs Fahren drauf an. Aber irgendwie bin ich da nicht gut. 3 Sekunden langsamer. 3 Sekunden langsamer. 3 Sekunden langsamer. 3 Sekunden langsamer. Ah, hier Mühe langsam. Okay, also geliehen ist er 3 Sekunden schneller immer. Und hier sind wir entweder nah beieinander oder ich bin vorne weg. So. Das soll's. Auf 4200 ist trotzdem echt. Schaut sich nicht gut an. Auf den Sonntag, ich weiß es nicht. Aber egal. Das soll es hiermit gewesen sein. Ich bedanke mich ganz vielmals für alle, die reingeschaut haben, auch an das neue Gesicht Nuke. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und fürs Tipps geben. Auch an Barclay vielen, vielen Dank, der sich wahrscheinlich jetzt einen Film wieder zu Gemüte zieht auf dem Fernseher. Morgen ist wieder Arbeitstag. Don, auch an dich. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und einen angenehmen Wochenstart dir natürlich auch morgen. Und an alle Neuen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und auch gerne unten in der Videobeschreibung beim guten Barclay Gaming vorbeischauen. Und Liebe beim letzten Stream vom Mittwoch, ein Summit Contest. Ferrari F80 dort. Auch gerne Watchtime und Liebe da lassen. Und ja, ich bedanke mich vielmals und wünsche euch noch einen schönen Abend und einen angenehmen Wochenstart morgen. Bis demnächst. Ciao.